Die Hochzeit findet im Dezember 1931 statt, auf Günter Quandts Sommersitz Gut Severin. Dort schwört das Ehepaar Goebbels sich und der nationalsozialistischen Bewegung ewige Treue. Adolf Hitler ist Trauzeuge und übernachtet ebenfalls auf Gut Severin, in Günter Quandts Schlafgemach. Der Industrielle erkennt früh, welche Möglichkeiten ihm die Nationalsozialisten bieten können, wohl auch durch die Verbindung seiner Ex-Frau mit Joseph Goebbels. Die kirchliche Trauung inszeniert als nationalsozialistisches Familienfest, an der Seite des Brautpaares der 10-jährige Harald Quandt. Goebbels nimmt den blonden Harald als Sohn an, dessen arisches Aussehen macht ihn zum Vorzeigekind der NS-Elite. Er wächst auf mit der immer größer werdenden Kinderschar der Goebbels. Der Kontakt zum leiblichen Vater bricht mehr und mehr ab. Und so baut Günter Quandt seinen älteren Sohn Herbert systematisch als Nachfolger auf. Von seinem Sohn Herbert, der ja auch in dieser Zeit schon an seiner Seite stand, also während des Dritten Reichs, ist ja sogar der Satz überliefert, dass er industriell gesehen in dieser Zeit mehr hat lernen können als zu jeder anderen Zeit. Günter Quandt holt seinen Sohn Herbert in die Konzernleitung. Die Batterieproduktion der AFA wird immer mehr zum Kerngeschäft der Quandts. Doch der Start im Dritten Reich gelingt nicht reibungslos. Wegen einer angeblichen Steuerschuld wird Günter Quandt inhaftiert. Mit Goebbels hat er allerdings einen mächtigen Fürsprecher. Der Propagandaminister setzt sich für den Industriellen ein, bei Hermann Göring. Quandt kommt nach wenigen Wochen frei. Und schon bald kann er Hitler persönlich seine Batterien präsentieren. Günter Quandt nutzte die SS, er nutzte die NSDAP, er nutzte die Gliederung der Partei, er nutzte jede Möglichkeit, an der Neuordnung Europas, wie es ja die Nationalsozialisten beabsichtigten, teilzunehmen, und zwar möglichst an vorderster Front. Seinen jüngsten Sohn sieht Günter Quandt in dieser Zeit nur selten. Harald Quandt ist mittlerweile Fallschirmjäger. Bei einem Heimaturlaub entsteht dieses seltene Filmdokument. Hallo! Harald Quandt besucht die Goebbels-Familie. Zu seinen geliebten Stiefgeschwistern und zu seiner Mutter Magda ist die Beziehung enger als zum leiblichen Vater. 1944 kämpft Harald Quandt in der Schlacht um Monte Cassino. Der junge Leutnant ahnt nicht, welche Tragödie sich in der Goebbels-Familie abspielen wird. Als er in englische Gefangenschaft gerät, erhält er die Nachricht. Mutter und Stiefvater haben im Führerbunker seine 6 Stiefgeschwister und sich selbst umgebracht. Es war ja nicht nur der Tod der Familie, es war ein Verbrechen, was er begangen hat. Magda und Goebbels auch. Harald Quandt ist somit der einzige Überlebende der Goebbels-Familie. Über den Fanatismus und die Mordtat seiner Mutter ist er nie hinweggekommen. Harald hatte aber einen Brief bekommen von seiner Mutter. Mein geliebter Sohn, es ist Zeit, dass wir uns voneinander verabschieden. Der Führer hat mir noch sein goldenes Parteiabzeichen angesteckt. Jetzt bin ich zufrieden und kann in Ruhe sterben. Nach Kriegsende kehrt Harald zu seinem leiblichen Vater zurück. Die Alliierten suchen die Schuldigen für Krieg und Völkermord, wollen das Land entnazifizieren. Von dem, was Vater und Bruder gemacht haben, weiß Harald nur wenig. Dabei sind Herbert und besonders Günter Quandt im Visier der Ermittler. Doch Quandt, einst Profiteur des NS-Regimes, behauptet nun, er sei unschuldig. Mehr noch, in einem Brief an die Behörden stellt er sich als Verfolgter, als Opfer dar. Eine Lüge. Dennoch wird ihm schließlich bescheinigt, er habe mit den NS-Verbrechen nichts zu tun.
Günter Quandt ist ja als Mitläufer eingestuft worden. Einer der größten Rüstungsunternehmer des Dritten Reichs, der ist nur mitgelaufen. Das ist ja im Grunde absurd. Der ist nicht mal als belastet eingestuft worden, obwohl er zweifellos belastet war. Mit seiner Entlastung gerät auch die Frage nach der Verstrickung der Quandts in das NS-Regime aus dem Blick. 1954 stirbt Günter Quandt. Doch auch nach seinem Tod bleibt die wahre Herkunft von Teilen des Vermögens im Dunkeln. Der Grund ist nicht nur das hartnäckige Schweigen der Familie. Zahlreiche Dokumente, die eine Beteiligung der Quandts an der NS-Schreckensherrschaft belegen, liegen verstreut und oft zusammenhanglos in verschiedenen Archiven der Welt. Andere schienen nicht mehr auffindbar, nur vereinzelte Hinweise deuteten auf ihre Existenz hin. Dennoch werden wir in zahlreichen Archiven fündig. Es sind Dokumente, die die enge Kooperation der Quandts mit dem NS-Staat belegen. Sie zeigen, ihr Konzern hatte eine Schlüsselposition in der deutschen Rüstungsindustrie. Günter und Herbert Quandt zählten nicht nur zu den mächtigsten, sondern auch zu den einflussreichsten Männern der NS-Wirtschaft. Von seinem Berliner Büro am Askanischen Platz dirigiert Günter Quandt sein Firmenimperium. Ab 1933 sucht der Unternehmer die Nähe der neuen Machthaber. Erst mit einer großen Spende, kurz darauf mit dem Eintritt in die NSDAP. Quandts Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik wird ein Motor von Hitlers Wiederaufrüstung. Der NS-Staat revanchiert sich. 1937 wird Quandt zum Wehrwirtschaftsführer ernannt, wie auch Krupp und Flick, eine Position, die exklusiven Zugang zu Partei und Militär gewährleistet. Auf höchster Machtebene kann Günter Quandt nun seine Rüstungsgüter verkaufen. NSDAP, Betriebsgruppen und Wachschutz prägen das Arbeitsklima der deutschen Waffen- und Munitionsfabrik, auch für tausende Zwangsarbeiter, die hier schuften müssen. Das war besonders schlimm in der deutschen Waffenmunition. Nicht umsonst hatte sie in diesen ganzen jüdischen Kreisen den Ruf, einer der besonders schweren, schrecklichen Zwangsarbeitsstellen zu sein. Wir mussten Munition stanzen in gasverseuchten Räumen. In dem gleichen Raum, wo unsere Stanzmaschinen standen, wurde mit Schwefelsäuredämpfen diese von uns gestanzte Munition abgebeizt. Wir waren die einzigen, soweit ich kenne, die als Juden gekennzeichnet wurden, lange, lange Zeit, bevor überhaupt ein Judenstern aufkam in der Stadt. Das hat keine andere Firma gemacht. Das hat die Reichsbahn nicht gemacht, das hat Siemens nicht gemacht, niemand.